Wir haben die Sammlung Hoffmann in der Bundeskunsthalle zu Gast. Aus Dresden ist sie zu uns gereist. Die Sammlung Hoffmann ist ein großes Geschenk an Ihr Haus, an dein Haus, liebe Marion Ackermann. Eine ganz besondere Sammlung. Wie schätzt du sie ein? Was macht sie so außergewöhnlich? Ja, zunächst ist mal der Schenkungsakt an sich außergewöhnlich. Es ist eine Sammlung, die die Menschen, die Besucherinnen und Besucher unheimlich herausfordert und auch sehr viele weibliche Positionen hat, auch Positionen, die man nicht so kennt. Fast 100 Jahre spannt sie den Bogen, viele Generationen, aber auch viele Nationalitäten. Wir haben hier so viele verschiedene Medien. Welchen Fokus haben Sie gelegt, als Sie zum Sammeln begonnen haben? Wir haben gar nicht zu sammeln begonnen, sondern es hat sich so ergeben. Wir hatten also eigentlich keinen Fokus, sondern wir wollten Erfahrungen sammeln, die wir ohne das in unserem, sagen wir mal, bescheidenen Familien- und Berufsleben gar nicht hätten machen können. Und trotzdem haben Sie einen weltoffenen Blick, der sich hier zeigt. Not for you ist eigentlich so ein kleines Augenzwinkern. Ich würde sagen, es ist for all of us. Dies zeigen wir Ihnen jetzt. Ist das etwas, wo Ihre Leidenschaft entfacht ist, als Warhol Sie porträtiert hat? War das so ein Ach, das waren diese 15 Minuten oder Sekunden von Glamour. Und wir fanden das schon sehr witzig. Das war ja nicht unsere Idee. Wir hatten nur gesagt, wir wollen ein Doppelporträt. Liebe Frau Hoffmann, was für eine ganz besondere Sammlung Sie zusammengestellt haben. Es sind sehr intime Beziehungen. Sie nennen die Werke, die Sie umgeben, auch Ihre Familienmitglieder. Sie haben ja auch viele Freundschaften mit den KünstlerInnen immer schon gepflegt. Und so entstehen natürlich neue Beziehungen. Ja, auch diese Freundschaften spielen natürlich eine große Rolle. Und je nachdem, wenn ich die Arbeit dann wiedersehe, die vielleicht nach 5 oder 7 Jahren wieder aus dem Depot auftauchen, dann haben sie auf sich gesammelt, alles, was man an Assoziationen von früher dabei erinnert, aber auch, was eben jeweils die neuen Korrespondenzen bringen. Und wie bei, also ich sprach von Familienmitgliedern, wie bei der lieben Verwandtschaft sind einem eben manche lieber und einige findet man jetzt dann vielleicht eher langweilig, aber bis man sie wieder in einem ganz neuen Kontext sieht. Und deswegen bin ich sehr gespannt hier auf diese Ausstellung, weil hier alles in einem völlig anderen Kontext, einem anderen Licht, mit anderen Menschen ist. Also ich finde das ganz großartig, dass Sie sich diese Wahnsinnsmühe und dieses Unterfangen machen, die Sammlung hier in einem viel größeren Teil, als ich das zu Hause kann, vorzustellen. Ja, wir haben es sehr genossen, hier mit der Sammlung zu arbeiten, neue Dialoge geschaffen. Wir haben historische Setzungen gemacht, aber gleichzeitig auch neue Kompositionen. Man sieht ja auch hier, wie in der Bundeskunsthalle, wie toll und lebendig der Raum mit diesen verschiedenen Schatten- und Lichtpartien jetzt dynamisch gestaltet ist. Und also kann man eigentlich nach den heutigen Möglichkeiten des Gestaltens von Ausstellungen und Videos sehr, sehr gut einsetzen, um Atmosphären zu schaffen, um bewegte Elemente in den Raum zu bringen und auch eigentlich so Unorte, also unattraktive Orte, an denen man normalerweise nie ein Gemälde würde ausstellen können, plötzlich ein ganz anderes Leben versehen kann. Ja, wir versuchen hier auch das Theater in die Bundeskunsthalle zu bringen. Es ist wie eine offene Bühnensituation gestaltet mit eben diesen historischen Setzungen. Ich sehe das immer wieder als so einzelne Bühnenelemente, die in den Raum hineingeschoben wurden, aus der Historie heraus in die Gegenwart hinein. Wir werden uns das jetzt einmal anschauen gehen. Die erste Setzung mit dem Surrealismus.
Ja, dann haben wir hier Fred Sandberg. Ja, und erstaunlich, wie sie das schafft, nicht? Hier ist alles recht leidenschaftlich und zusammengeklittert und da ist dann plötzlich Ruhe und Leere und ja, dieser imaginäre Raum, das ist eben wirklich toll. Dann schauen wir uns Konstruktivismus an. Wie ist das so, diese Revisiting der eigenen Sammlung? Ja, ich hatte schon gefürchtet, das wäre vielleicht zu skurril und die Ernsthaftigkeit der einzelnen Arbeiten könnte dadurch leiden. Aber ich finde es gar nicht, sondern ich finde, es gefällt mir jetzt wirklich sehr gut. Ja. Zu Zero weiter, die nächste Zusammenkunft der kinetischen Arbeiten. Ein fantastischer Uecker in dieser wunderbaren Kombination mit Carla Accardi. Mit Uecker hat es ja angefangen. Aber auch schön, den Gräbenitz wieder zu sehen. Und dann haben wir noch uns eine freie Interpretation erlaubt. Hier diese letzte Abschlusswand. Darüber haben wir ja lange verhandelt und immer wieder überlegt, wie passt es zusammen. Ja, um die Wand haben wir sehr gerungen. Sehr interessant. Also sehr schön mit dem Morellet da oben. Ja, und dem kalten toll, Licht denn und dem warmen Licht. In diesem Abstand habe ich ihn ja noch nie gesehen bei uns. Er thront so über der Gesamtinszenierung. Ich finde überhaupt, dass Sie mit der Höhe hier sehr schön gespielt haben. Auch drüben Warhol, der Electric Chair. Ja. Also wirklich ganz wunderbar. Ich finde es sehr, sehr interessant. Ja, hier an dieser Wand, da schauen die Kunstwerke wirklich zurück. Das Auge und dann der Stella, der so aus der Wand einem so entgegenwächst und die Hand und das Licht und das Flackern. Das ist man ist sehr stark eigentlich hier berührt von dieser Kraft der Arbeiten.